Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Jonas. Und ich bin Lena. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um etwas, das jeder hat, aber viele schwer sagen können. Gefühle. Genau. Gefühle sind wie Wetter. Manchmal Sonne, manchmal Sturm. Und manchmal weißt du nicht mal, warum es regnet. Neues Wort. Gefühl. Das bedeutet, was du innerlich spürst, zum Beispiel Freude oder Angst. Beispiel. Ich habe heute ein komisches Gefühl. Wir machen es heute in 8 Szenen, wie kleine Alltagsszenen. Damit ihr hört, wie man wirklich spricht, wenn man müde, gestresst oder glücklich ist. Und damit ihr nicht immer nur gut sagt. Gut ist das bequemste Wort der Welt. Aber auch das leerste. Heute geben wir euch mehr Wörter, aber ohne Schulvibe. Und wenn ihr ein Wort nicht kennt, nicht stressen. Einfach weiterhören. Genau. Und ihr könnt auch sagen, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Das ist schon ehrlich. Neues Wort. Stimmung. Das bedeutet, wie du dich allgemein fühlst. Zum Beispiel ruhig oder schlecht gelaunt. Beispiel, meine Stimmung kippt, wenn ich zu wenig schlafe. Kennst du das, wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht, aber du weißt nicht was? Ja, du fühlst etwas, aber du kannst es nicht benennen. Genau. Ich war einmal den ganzen Tag komisch drauf. Komisch ist so ein deutsches Universalwort. Total. Es kann alles sein. Traurig, nervös, unsicher, müde. Oder einfach, du hast zu wenig gegessen. Ja, am Ende war ich einfach hungrig. Klassiker. Erst essen, dann denken. Nach dem Essen war ich plötzlich wieder nett. Ich habe sogar gelächelt. Essen ist manchmal die beste Kommunikation. Und manchmal hilft auch eine kleine Skala. Wie stark ist das Gefühl? Von 1 bis 10? Genau. Dann sagst du, ich bin heute bei einer 7. Das ist praktisch. Und du musst nicht alles erklären, nur kurz zeigen, wo du bist. Neues Wort. Benennen. Das bedeutet etwas genau sagen mit einem passenden Wort. Beispiel. Ich kann dieses Gefühl noch nicht benennen. Bei mir ist es oft Stress. Termine, Uni, E-Mails, alles gleichzeitig. Und du willst alles richtig machen. Genau. Dann werde ich still und funktioniere nur noch. Ich werde dann redselig und frage 100-mal, alles okay? Und ich sage, ja, ja. Aber dein Gesicht sagt nein. Mein Gesicht ist ehrlich. Mein Mund ist höflich. Willkommen in Deutschland. Ich hatte mal so einen Tag. U-Bahn verspätet, dann noch ein Termin beim Amt und abends eine Abgabe. Oh Gott. Ich war innerlich wie ein Kabel, das gleich reißt. Und was hast du gemacht? Erstmal langsam atmen. Dann habe ich mir gesagt, okay, eins nach dem anderen. Dieser Satz rettet Leben. Und ich habe gemerkt, wenn ich Stress habe, brauche ich Klarheit, nicht Diskussion. Ich brauche dann eher Nähe. Perfekt. Du willst reden, ich will Ruhe. 2 Menschen, ein Flur, eine Küche, ein Kühlschrank. Und meistens noch ein kleiner Streit über die letzte Milch. Genau. Stress findet immer einen Weg. Neues Wort. Druck. Das bedeutet das Gefühl, dass du etwas schaffen musst. Beispiel. Ich habe Druck, weil morgen eine Prüfung ist. Ich hatte mal ein Missverständnis, weil ich beleidigt gesagt habe, aber genervt meinte. Oh nein, das ist gefährlich. Ja. Beleidigt klingt wie, du hast mich verletzt. Und genervt klingt eher wie, bitte hör kurz auf. Genau. Die Person war plötzlich total ernst. Und ich dachte nur, nein, es ist nicht so tief. Und dann wird aus einem kleinen Problem ein großer Film. Seitdem sage ich lieber, ich bin gerade genervt oder ich bin gestresst. Ich mache das auch. Ich erkläre kurz, was ich meine. Zum Beispiel. Ich bin nicht sauer auf dich. Ich bin nur genervt von der Situation. Das ist so wichtig. Und wenn du unsicher bist, kannst du fragen, wie hast du das verstanden? Ja. Dann merkst du schnell, ob ein Wort zu hart war. Und du kannst es sofort reparieren, bevor es eskaliert. Gefühle sind manchmal wie Glas. Wenn es bricht, ist es schwer. Dann lieber früh vorsichtig sein. Neues Wort. Genervt. Das bedeutet, etwas nervt dich und du hast keine Lust mehr darauf. Beispiel. Ich bin genervt, weil es so laut ist. Neues Wort. Beleidigt. Das bedeutet, du fühlst dich persönlich verletzt. Beispiel. Er ist beleidigt, weil ich seine Nachricht ignoriert habe. Bei uns zu Hause zeigt man Gefühle oft direkter. Also lauter. Genau. Wenn jemand wütend ist, merkt es die ganze Familie. In Deutschland ist es oft ruhiger. Und ich dachte am Anfang, mag mich die Person nicht? Dabei ist sie vielleicht einfach zurückhaltend. Ja, und dieses passt schon
Das hat mich verwirrt. Manchmal heißt es wirklich alles gut. Und manchmal heißt es, ich will nicht darüber reden. Genau, dann muss man auf den Ton achten. Das ist in einer Fremdsprache doppelt schwer. Ich finde auch. Viele sagen lieber, ich bin gestresst, statt ich bin traurig. Ja, traurig klingt für manche sehr privat. Und bei uns sagen manche lieber alles gut, statt ich brauche Hilfe. Also haben wir beide Dinge zu lernen. Genau. Direkt sein, aber freundlich. Und nicht denken, Ruhe ist Kälte. Und nicht denken, laut ist Drama. Manchmal ist laut nur ehrlich. Und manchmal ist ruhig nur müde. Neues Wort. Zurückhaltend. Das bedeutet nicht so offen, eher ruhig und vorsichtig. Beispiel. Sie ist zurückhaltend, aber sehr freundlich. Jetzt kurz Basics. Sätze, die ihr im Alltag nutzen könnt. Bitte, das ist Gold wert. Und ihr müsst nicht perfekt sein. Hauptsache ehrlich. Wie geht's dir heute wirklich? Ich fühle mich gerade nicht so gut. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich brauche kurz Ruhe. Das hat mich verletzt. Ich freue mich total für dich. Ich habe Angst, dass... Ich bin erleichtert. Ich bin dankbar. Ich bin gerade unsicher. Ich brauche kurz Zeit für mich. Neues Wort. Überfordert. Das bedeutet, es ist dir zu viel und du schaffst es gerade nicht gut. Beispiel. Ich bin überfordert mit so vielen Aufgaben. Neues Wort. Erleichtert. Das bedeutet, du bist froh, weil etwas Schweres vorbei ist. Beispiel. Ich bin erleichtert, weil wir uns verstanden haben. Ich finde, ich brauche kurz Ruhe. Ist so ein starker Satz. Ja, weil er niemanden angreift. Früher habe ich gesagt, lass mich. Und das klingt wie ein Kampf. Genau, und danach habe ich ein schlechtes Gewissen. Besser ist, ich bin gerade überfordert. Können wir später reden? Das klingt erwachsen. Und es ist fair. Du sagst nicht, du bist schuld, sondern ich brauche etwas. In der WG ist das auch wichtig. Oh ja, zum Beispiel. Du kommst heim, du bist müde und jemand will sofort diskutieren. Oder jemand fragt zum 5. Mal, wer hat meinen Joghurt gegessen? Dann kann man sagen, ich höre dir zu, aber nicht jetzt. Ich brauche erst 10 Minuten. Und das ist nicht unfreundlich. Das ist Selbstschutz. Genau. Und manchmal hilft auch, ich will keinen Streit. Ich will eine Lösung. Das klingt so ruhig. Weil es ruhig ist. Ich wünschte, ich hätte das früher gesagt. Ich auch. Neues Wort. Schlechtes Gewissen. Das bedeutet, du fühlst dich schlecht, weil du denkst, du hast etwas falsch gemacht. Beispiel. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich so hart reagiert habe. Ein Gefühl, das viele kennen. Überwältigt sein. Ja, dieses zu viel auf einmal. Ich hatte das vor einer Abgabe. Ich saß am Laptop, aber mein Kopf war leer. Ich kenne das. Du starrst den Bildschirm an und denkst, ich kann nicht. Und dann kommt der innere Druck. Ich muss funktionieren. Ich nenne das Autopilot. Genau. Aber Autopilot ohne Energie funktioniert nicht. Bei mir zeigt sich das auch körperlich. Herz schneller, Bauch komisch, keine Lust auf Essen. Und dann willst du allein sein. Aber gleichzeitig willst du, dass jemand sagt, es ist okay. Ja, das ist so menschlich. Oder ich brauche Hilfe. Und manchmal hilft ein Minisatz. Ich bin gerade überfordert. Viele denken, Hilfe ist Schwäche. Ja, Hilfe ist kein schlechtes Wort. Dabei ist es eher, du bist ehrlich. Und manchmal ist man überfordert, weil man zu lange stark sein wollte. Genau, dann ist der Akku einfach leer. Neues Wort. Überwältigt. Das bedeutet, es ist dir zu viel und du fühlst dich innerlich voll. Beispiel. Ich bin überwältigt von allem gerade. Und manchmal ist man nicht nur überfordert, sondern auch enttäuscht. Ja, Enttäuschung ist wie, du hast gehofft und dann kommt ein Nein. Ich hatte das einmal nach einem Gespräch. Ich dachte, wir haben uns verstanden. Und dann? Dann war die Person wieder genauso wie vorher. Aua. Da war ich nicht wütend. Ich war einfach runter. Runter ist so ein gutes Alltagswort. Ja, weil es ehrlich ist, aber nicht dramatisch. Und dann hilft manchmal ein Satz wie, ich bin enttäuscht, weil ich mir etwas anderes gewünscht habe. Genau, das ist klar und ruhig. Und dann hilft manchmal ein Satz wie, ich bin enttäuscht, weil ich mir etwas anderes gewünscht habe.
Abstand ist wichtig, damit es nicht eskaliert. Und danach kann man wieder normal reden. Oder man merkt, okay, ich muss meine Erwartungen ändern. Das ist schwer, aber manchmal nötig. Neues Wort. Enttäuscht. Das bedeutet, du hast etwas erwartet und es ist nicht passiert. Beispiel. Ich bin enttäuscht, weil es anders gelaufen ist. Neues Wort. Runter sein. Das bedeutet, du fühlst dich traurig oder ohne Energie. Beispiel. Ich bin heute etwas runter, aber das geht vorbei. Wir reden so viel über schwere Gefühle, aber lass uns auch über gute reden. Ja, sonst denken Leute, Deutsch ist nur Stressdeutsch. Ich liebe Stolz. Ich auch. Aber viele sagen es zu selten. Wenn jemand Deutsch lernt und dran bleibt, dann kann man sagen, ich bin stolz auf dich. Und ich freue mich für dich ist auch stark. Oder ich bin dankbar, wenn jemand dir hilft. Diese Sätze machen Beziehungen warm. Ich hatte einmal eine Freundin, die hat mir einfach gesagt, ich sehe, dass du dich bemühst. Und? Ich war so berührt. Ich dachte, okay, ich bin nicht unsichtbar. Das ist ein schönes Gefühl. Ja, und das kann man auch sagen. Das hat mich gefreut. Oder danke, das bedeutet mir viel. Kleine Sätze, große Wirkung. Und du musst nicht perfekt sprechen, um warm zu sein. Gefühle sind wichtiger als Grammatik. Was hast du jetzt gesagt? Neues Wort. Stolz. Das bedeutet, du bist froh über dich oder über jemand anderen. Beispiel. Ich bin stolz auf mich, weil ich nicht aufgegeben habe. Am Ende sind Gefühle wie kleine Hinweise. Sie zeigen dir, was du brauchst. Ruhe, Nähe, Zeit, ein Gespräch. Und wenn du es sagen kannst, bist du nicht mehr allein damit. Frage an euch. Welches Gefühl ist für euch am schwierigsten auf Deutsch? Und welchen Satz benutzt ihr am meisten? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefällt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Danke fürs Zuhören. Und kommt gut an. Bis bald.